Herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer Podcast-Serie Autonome Waffensysteme und menschliche Kontrolle. In dieser Folge werden wir uns mit ethischen und rechtlichen Fragen auseinandersetzen. Ich darf unsere heutigen Gäste Thomas Buri und Markus Christen ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Markus Christen ist Geschäftsführer der Digital Society Initiative sowie Leiter des Digital Ethics Lab an der Universität Zürich. Thomas Buri ist Professor für Europa- und Völkerrecht an der Universität St. Gallen. Geschätzte Herren, es ist zu beobachten, dass in bewaffneten Konflikten bereits heute die Entscheidung zur Gewaltanwendung an Waffensysteme und Maschinen mit autonomen Fähigkeiten delegiert wird. Wie ist diese Entwicklung aus ethischer und rechtlicher Sicht einzuordnen? Also vielleicht zuerst aus der völkerrechtlichen Perspektive kann man sagen, dass unter dem bestehenden Recht das grundsätzlich kein größeres Problem ist. Das humanitäre Völkerrecht findet Anwendung und regelt den bewaffneten Konflikt vor allem über Grundprinzipien, die Verhältnismäßigkeit und so weiter. Und diese Prinzipien finden Anwendung, auch wenn ein System autonom ist und im autonomen Modus eingesetzt wird. Ob die Konsequenz davon dann letztlich begrüßt wird, ob sie moralisch vertretbar ist, ist eine andere Frage und die zielt dann darauf ab, ob das Völkerrecht sich weiterentwickeln sollte. Man hat versucht, über die letzten 10 Jahre eine solche Weiterentwicklung in Bezug auf autonome Systeme zu entwerfen oder voranzutreiben. Doch die Staaten sind sich eigentlich in dieser Hinsicht nicht einig geworden. Ja, ich denke, in ethischer Hinsicht ist vor allem der Begriff der Entscheidung genau anzuschauen. Also wir verwenden den im Alltag für sehr unterschiedliche Dinge. Jetzt mit Bezug auf militärische Systeme, wie schon erwähnt, es gibt natürlich schon lange quasi Systeme, die irgendwie autonom, wenn man das so nennen will, Entscheidungen fällt, Artilleriegranaten, die quasi noch im Flug quasi definieren, welcher Panzer da jetzt getroffen werden soll. Das ist aber eine andere Art von Entscheidung, als wenn jetzt da eben wie im Science-Fiction-Film der Terminator da quasi durch die Städte läuft und Leute umbringt. Und ich denke, hier muss man wirklich genau definieren, was wir damit mit Entscheidung meinen, weil in ethischer Hinsicht das sehr unterschiedliche Fälle sind. Die Befürchtung, dass das Richtung Terminator geht, das ist natürlich die ganze Debatte auch antreibt. Da denke ich aber, sind wir doch noch relativ weit davon entfernt, weil auch die heutigen autonomen Systeme auf vielfältigste Art und Weise eingebunden sind in eine Art von menschlicher Kontrolle. Man muss dabei auch sehen, dass das humanitäre Völkerrecht grundsätzlich diese Konstellation regelt. Die Frage dann, ob es wirklich auch angewendet wird und umgesetzt wird, ist dann eine andere Frage. Wir unterscheiden dann schnell zwischen Konfliktparteien wie Staaten, die in der Regel das humanitäre Völkerrecht verinnerlicht haben und es auch in der Organisationsstruktur und in den Trainings und so weiter bei den Streitkräften umsetzen, wo dann der Record quasi in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht häufig, natürlich lange nicht immer, leider, häufig ist er aber gut. Und davon zu unterscheiden sind natürlich dann Situationen, wo Akteure, die letztlich einfach mit dem Recht ohnehin nicht so wahnsinnig viel am Hut haben, die nicht eingebunden sind in diese humanitärrechtlichen Strukturen, diese Akteure, die setzen heutzutage eben auch autonome Systeme ein, gerade weil diese Systeme auch einfach aus im Handel erhältlichen Komponenten zusammengesetzt werden können. Es braucht also keine riesigen technologischen Fähigkeiten mehr, um solche Systeme in den Einsatz zu bringen. Und solche Akteure haben dann häufig irgendwie an der Compliance, an der Einhaltung des humanitären Völkerrechts nicht so ein großes Interesse, sind häufig einfach in der Situation, dass sie gewinnen wollen und einfach dieser bewaffnete Konflikt so essentiell ist, dass sie das Recht einfach ohnehin nicht beachten. In dem Sinne ist die Konstellation nicht nur autonome Systeme ja oder nein, sondern auch, wie setze ich das Völkerrecht dann letztlich in der Praxis um, sodass eine möglichst große Einhaltung dabei herauskommt. Nun würde ich gerne auf 2 Kernargumente der Gegner von autonomen Waffen eingehen. Viele Kritiker von autonomen Waffensystemen führen oft als Argument an, dass deren Einsatz zu einer Entmenschlichung und Entmoralisierung führen würde. Wie stehen Sie zu dieser Position?
Vielleicht kurz zur Entmoralisierung, also die Vorstellung, dass diese Systeme keine Moral haben. Dazu kann man sagen, dass das nicht stimmen muss. Es gibt schon länger Forschung, die sich damit auseinandersetzt, wie bringt man Moral in ein autonom agierendes System. Das ist auch relevant nicht nur im Militär, also ein klassisches Beispiel autonomes Fahren oder diese berühmten Fälle, fährt das Fahrzeug hier hinein und generiert 3 Tote oder hier nur 1 Tod, aber der Insasse stirbt und alles diese Szenarien, hat man das Gefühl, müsste man ja vorgängig schon definieren. Und da liegt dann vielleicht auch die Krux, also weniger darin, dass es jetzt nicht möglich ist, die Moral einzubauen. Das wäre möglich, aber die Frage ist dann eher, ja, welche Moral ist es denn? Weil wir Menschen sind da, denke ich, in unseren alltäglichen Handlungen nicht da quasi auf ein starres moralisches System fixiert, wie vielleicht Utilitarismus, also quasi möglichst großer Nutzen oder möglichst kleiner Schaden. Das wäre vielleicht so ein Setting, das man im Militär vermutlich anwenden würde. Aber in anderen Kontexten haben wir das Gefühl, nein, da können wir nicht so argumentieren, da müssen wir anders argumentieren. Und dann würde das wahrscheinlich keine einfache Geschichte, dann eben diese Art von flexibler menschlicher Moral einzubauen, die uns aber auch mehr entspricht. Aber eine völlige Entmoralisierung, denke ich, das ist weniger das Problem. Ich meine, es ist mit der Moral und der bewaffneten Konflikt im Krieg ohnehin so eine Sache. Also aus einer Laienperspektive ist der Krieg, eine Laienperspektive, die ihre Berechtigung hat, ist der Krieg sowieso unmoralisch und den sollte man mit jedem Mittel verhindern. Nun ist aber das humanitäre Völkerrecht eben pragmatisch und es akzeptiert, dass diese bewaffneten Konflikte stattfinden und es versucht einfach in diesen bewaffneten Konflikten ein Minimum an Menschlichkeit zu bewahren. Und dafür stellt es gewisse Grundregeln auf und diese Grundregeln sollten dann in der Anwendung die Konsequenz haben, dass letztlich die Moral nicht verloren geht. Jetzt ist es bei den autonomen Systemen natürlich so, dass der Mensch in gewissem Sinne immer weiter in die Ferne rückt und dass die Befürchtung besteht, dass dadurch halt diese Kampfhandlungen entmenschlicht werden. Ich glaube, gerade diese Entmenschlichung ist das größere Problem. Wir sehen das jetzt ja auch im Fall des Ukraine-Kriegs, oder, wo die Soldaten operieren unter der Bedingung, dass sie letztlich ständig damit rechnen müssen. Sie werden erkannt, irgendwelche Drohnen fliegen herum, sie sehen, wo ich bin. Und sobald ich gesehen werde, heißt das, 2 Minuten später kommt die Artillerie. Und unter diesen Bedingungen der völligen Transparenz eben realisiert durch die Systeme und nicht unbedingt durch die autonomen Systeme, sondern einfach quasi durch die Nutzung von digitaler Technologie generell, ist natürlich der Krieg etwas ziemlich anderes geworden. Oder? Wenn man an die Geschichte zurückblickt und an Berichte denkt, dann viele Kriegshandlungen waren, 80% waren letztlich Langeweile, weil nichts passiert ist. Also eine Art von seltsamer Erholung, wenn man so will. Und wenn das mehr und mehr weggeht, also man ständig unter der Möglichkeit da kämpft, ja, kommt dann was, eine Drohne kommt, man wird erkannt, dann ist das schon eine Art Entmenschlichung, die man vielleicht auch zuweilen im zivilen Arbeitsleben zunehmend kritisiert. Also die Vorstellung, dass ich da auf meinem Arbeitsplatz theoretisch ständig überwacht werden könnte, oder ob ich jetzt schreibe oder nicht. Also, und diese Möglichkeit, halt alle Prozesse digital zu erfassen, was letztlich eben auch eine Art von dauernder Überwachung ermöglicht, würde sich dann eben auch im Schlachtfeld wiederfinden und so zu einer Art Entmenschlichung führen, die vermutlich eben relevanter ist, auch ethisch gesehen, als die Frage, hat es der Kampfverbot der Moral oder nicht. Sie haben zusammen 2023 ein Paper publiziert, das 4 Ansätze zur Kontrolle zwischen KI und Menschen untersucht. In diesem Kontext, was für Vor- und Nachteile sehen Sie im viel diskutierten Konzept des Meaningful Human Control? In der eingeblendeten Grafik ist dieses Szenario unter Konfiguration B zu finden. Ein grundlegendes Problem ist natürlich schon, also ich glaube, man kann sagen, ein rein faktisches Problem. Es ist weniger ein rechtliches Problem, sondern ein faktisches Problem, dass militärische Prozesse, von denen wir jetzt reden, grundsätzlich live ablaufen. Das sind laufende Prozesse und die Frage ist, soll dann der Mensch in irgendeiner Form
in diese Prozesse eingreifen, wenn er sieht, dass dieser Prozess in irgendeiner Form schief läuft. Und Meaningful Human Control wird auch in anderen Zusammenhängen diskutiert, aber in diesem Zusammenhang, der für das Militär besonders relevant ist, muss man sagen, ist, glaube ich, die Bilanz des Menschen nicht wahnsinnig gut. Ich glaube, die Gefahr besteht, dass man dieses Konzept überbelastet, dass man sagt, schau, du hast Kontrolle oder Aufsicht, wie man es auch immer nennen möchte, und du bist der Operateur, du hast Control und du musst halt dann im richtigen Moment sagen, stopp. Es gibt auch Forschung dazu, teilweise machen wir die auch selber, die zeigt, dass der Mensch einfach nicht wahnsinnig gut ist, dabei einzuschätzen, wann er oder sie eingreifen sollte. Auch weil das Handeln, wenn man das so nennen möchte, des Systems, der künstlichen Intelligenz, des Algorithmus, wie man es auch nennen möchte, teilweise schwer vorherzusehen ist. Ja, vielleicht muss man dieses Konzept dann quasi wie auf einer Art Metaebene ansiedeln. Das ist dann nicht mehr wirklich die Kontrolle in Action, also das ist dann meistens ja sowieso sehr zeitkritisch, sondern man muss dann halt durch entsprechende organisatorische Maßnahmen oder wie schon vorangesprochen, auf Ebene auch Militärjustiz und so weiter, in der Lage sein, dann halt retrospektiv mindestens das, was vorgefallen ist, zu kontrollieren und daraus zu lernen. Also wenn da ist die Frage der Control vielleicht nicht mehr eben auf die unmittelbare Handlung anzusiedeln, sondern auf die Art und Weise, wie man diese Systeme in den Gesamtkontext einbettet, wie man daraus lernt, wie man dann vielleicht merkt, ja, der Test war zwar gut, aber hat sich jetzt nicht bewährt, also dass man mindestens diese Erkenntnis dann generieren kann und daraus dann auch Folgerungen zieht. Oder vielleicht, wenn wir es auf diese Ebene ansiedeln könnte, hätten wir das Prinzip wieder erfüllt, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie man das ursprünglich dachte. Ja, es ist dann einfach ein vielleicht erweiterter Kontrollbegriff, der eher auf das Systemische abzielt und auf die Organisation und nicht ein Kontrollbegriff, den man gemeinhin mit dem Begriff Kontrolle assoziiert. Es geht dann nicht um den Stop-Button, sondern es geht darum, ist die Person überhaupt fähig, in der Lage, das System zu verstehen, war der Entscheid, das System einzusetzen, wohl begründet, entspricht der Parametern, die man vorher festgelegt hat und so weiter. Ich glaube, bei den autonomen Waffensystemen ist auch eine der Schwierigkeiten, oder, ist, dass man hat diese Unmittelbarkeit des Tötens vor Augen. Oder man sieht, irgendjemand zieht den Abzug und man hat aus verständlichen Gründen, auch moralischen Gründen, einen gewissen Respekt davor, diesen Akt an eine Maschine zu übertragen. Und ich glaube, vieles kommt daher, die Schwierigkeiten mit diesem Begriff, dass man dieses Bild vor Augen hat und man sagt dann einfach, gut, ja, dann muss die Person, die diesen Abzug in der Hand hat, die muss dann den quasi stoppen und innehalten. Aber das ist halt, glaube ich, ein bisschen ein idealisiertes Bild, das in vielerlei Hinsicht bei den modernen Systemen sowieso nicht mehr zutrifft. Zuletzt würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie zum hypothetischen Szenario stehen, dass ein KI-System die Kontrolle über eine autonome Waffe ausübt. In der Grafik entspricht dieses Szenario der Konfiguration D. Ja, auch hier eben, wie ja schon vorher erwähnt, ich denke, es ist natürlich nie eine rein abstrakte, reine KI-Saal als Skynet-Geschichte. Oder es ist auch in diesem Szenario wird es menschliche Einflussnahme auf verschiedenste Art und Weise geben. Ich denke, wenn wir das auf der Ebene der unmittelbaren Handlung ansiedeln würden, wo wir, wie vorher schon erwähnt, wir mehr und mehr die Befürchtung haben, dass der Mensch sowieso nicht mitkommt und vielleicht auch nur noch dabei ist, damit man dann jemanden beschuldigen kann, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, dann könnte das vermutlich sogar Sinn machen, auch ethisch gesehen, im Sinn, dass eben das Völkerrecht vielleicht besser eingehalten wird. Aber es wird uns nicht davon entlasten, eben auch diese Konstellation in einen größeren Kontext so einzubauen, dass letztlich die moralische Verantwortung oder auch die Möglichkeit, dann letztlich Schuldige zu benennen und auch zu bestrafen, wenn es nötig ist, dass wir da den Menschen drin behalten werden müssen. Und er wird einfach auch rein technisch gesehen immer noch drin sein. Ich glaube, diese Art zu denken macht Sinn
eben in Bezug auf diese ablaufenden zeitkritischen Prozesse. Oder da schauen wir in der Regel ja eine Maschine an und der Mensch, die Kontrolle und diese Interaktion zwischen dieser Maschine. Ich glaube, in solchen Situationen kann es sinnvoll sein, weitere Systeme einzubauen, die eben diese Prozesse auch in gewissem Sinne kontrollieren oder überwachen oder einfach gewisse zum Beispiel Warnfunktionen innehaben. Gleichzeitig muss man auch hier sagen, wie du schon angedeutet hast, es ist eine Schematisierung. Oder? Jedes System der künstlichen Intelligenz oder auch schon jedes Computersystem besteht aus zig Subsystemen und das ist alles ein großer Haufen, den man manchmal auch gar nicht so einfach auseinanderdividieren kann. Und ich glaube, in dieser Hinsicht kann es zum Beispiel eben auch sinnvoll sein, zu sagen, hey, wir trennen das vielleicht auf, wir unterscheiden gewisse Subsysteme und schauen auch, wie die interagieren miteinander, statt dass wir einfach sagen, ja gut, das ist das System und das ist der Mensch und hier schauen wir einfach den Fluss zwischen diesen Systemen an. Ich glaube, in dieser Hinsicht ist es sicher richtig zu denken. Ich glaube, die Denkweise ist auch angebracht, weil wir halt jetzt im Moment auch diese Entwicklung sehen bei der künstlichen Intelligenz, dass sie einfach je länger, je besser sprechen kann. Wir sehen das an den Large Language Models, die lassen Text raus und dieser Text ist in ganz vielen Situationen überhaupt nicht mehr zu unterscheiden von einem Mensch geschriebenen Text. Und ich glaube, das ist etwas, was uns zusätzlich draufhebt, zu schauen und zu sagen, ja schau, das ist ja jetzt letztlich ein System, das ist fast schon wie ein Mensch, das kann sprechen wie ein Mensch, das möglicherweise denkt das auch wie ein Mensch. Und diese Systeme vielleicht separat zu halten und zu sagen, hey, wir müssen uns das vielleicht genauer anschauen, wie ein solches System in einen laufenden Prozess der Interaktion zwischen einem Menschen und einer Maschine, zwischen einem Menschen und einer Waffe, wie die da integriert werden, das müssen wir uns vielleicht genauer ansehen, ehe wir einfach das Ganze wieder unter die Haube packen und dann einfach sagen, das ist das System. Ja, ich denke, das ist die große Herausforderung, die auf uns zukommen wird. Wir werden mit immer mehr Systemen, also nicht nur im militärischen Kontext, interagieren, die so quasi scheinmenschlich in einem gewissen Sinn. Also eben, am Schluss weiß man selber nicht so recht, was das Ding wirklich kann. Und das wird ganz neue Arten von Interaktionen ergeben, die ganz generell sicher in vielen Orten auch durchaus sinnvoll sein werden. Aber gerade in einem Kontext, wo es am Schluss um Leben und Tod geht, werden wir, denke ich, sehr genau hinschauen müssen, was dieses Zusammenspiel dann wirklich produziert. Geschätzte Gäste, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die spannende Diskussion. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei unserer Zuhörerschaft fürs Einschalten und Zuhören.